Es ist eine Map mit ganz vielen Erinnerungen. CS Mansion. Sie gehört zu den ältesten Maps in Counter-Strike und war schon in der allerersten Beta-Version mit dabei. CS Mansion war bei uns früher vor allem auf kleinen LAN-Partys sehr beliebt und wurde exzessiv gespielt. That was by far my favorite map for a long time of it. It was really fun. Es ist allerdings auch eine Map, die häufig verändert wurde, die in vielen verschiedenen Versionen erschienen ist. Ich konnte exklusiv mit dem Schöpfer der Map sprechen und gemeinsam mit ihm schauen wir heute auf CS Mansion zurück. CS Mansion wurde im Jahr 1999 von Magnus Lind erstellt. Der Schwede hatte bereits zuvor für Team Fortress Classic die Map Spyhard erstellt. Und so wurden die Schöpfer von Counter-Strike auf ihn aufmerksam. Min Lee und Chess Cliff, die beiden Erfinder von CS, suchten für die erste Beta-Version nämlich noch dringend nach Maps. Sie haben damals E-Mails verschickt und gefragt, ob jemand Interesse hätte, einige Maps für einen Mod zu erstellen. Die Idee für CS Mansion kam Magnus beim Spielen von Tom Clancy's Rainbow Six. Der Taktik-Shooter aus dem Jahr 1998 hatte ein Level, in dem die Spezialeinheit ein Haus stürmen musste. Magnus nahm das als Inspiration. Einen konkreten Plan für die Map hatte er beim Erstellen nicht. Er wollte einfach ein realistisches Setting erschaffen. So kam es dazu, dass er ein Haus erstellte, in dem sich die Terroristen mit Geiseln verschanzten. Neben dem Vorgarten hatte er auch einen Abwasserkanal gebaut, als zusätzlichen Weg für die Counterterroristen. Sie konnten außerdem mit Hilfe von 2 Kameras schauen, wo sich die Terroristen möglicherweise aufhalten. Ganz interessant dabei ist, dass die Kamera draußen gut zu sehen ist, während die Kamera im Haus einfach fehlt. Optisch war die erste Version von CS Mansion natürlich kein Highlight. Als Texturen wurden damals die Half-Life-Texturen verwendet. Sie waren also eher unspektakulär und zweckmäßig. Das war damals aber auch der Standard. Erst später hatten die Map-Designer mit Hilfe von Grafikern auch eigene Texturen für Maps verwendet. Für Magnus ging es aber einfach nur darum, eine einfach zu spielende Map zu erstellen, ohne großen Schnickschnack. Das einzige grafische Highlight ist das Bild des Weißen Hauses. Das hat übrigens keine Bedeutung, das hat mir Magnus verraten. Der Schwede sagte mir auch, dass er insgesamt gesehen mit dem Map-Design zufrieden sei, auch wenn er Menschen sicherlich mit mehr Zeit und mehr Map-Design-Erfahrung noch besser gestalten hätte können. Damals war er allerdings Student, steckte in den Prüfungsvorbereitungen und hatte nicht so viel Zeit. Innerhalb einer Woche hatte er Mansion fertig erstellt. Er schickte die Map an die Counter-Strike-Erfinder und die waren zufrieden mit Mansion und nahmen sie gemeinsam mit Prison, Siege und Weapon Depot in die allererste Beta auf. Min Lee, der Schöpfer von CS, sagte mir als Begründung zur Aufnahme von Mansion in den Map-Pool: Ich mochte den Fakt, dass die Map eine gute Mischung aus Nahkampfduellen im Haus mit zusätzlichen Gefechten im Freien bot. Die Map war außerdem sehr klein. Dadurch gab es viel Action und die Runden dauerten nicht so lange. Seiner Ansicht nach war Mansion eine gute Vorlage für andere Level-Designer, die in der Zukunft Maps für Counter-Strike erstellen würden. Auch Magnus freute sich darüber, dass sein Kunstwerk den Weg in die allererste Beta-Version fand. Es macht immer Spaß, wenn andere Menschen etwas, das man erschaffen hat, ausprobieren und es ihnen dann auch gefällt. Mansion ist eine Map, die sehr einfach gestaltet und demnach auch sehr actionreich ist. Allerdings wurde sie früher häufig auch als Camper-Map bezeichnet. Denn die Terroristen verschanzten sich gerne in dem Gebäude, schalteten überall die Lichter aus und warteten auf die Counterterroristen. Die Kritik an der Map kann Magnus absolut verstehen. Auf jeden Fall, die Map wurde damals ohne das Wissen, wie Spielmodi mit Geiseln funktionieren, erstellt. Die Trivialität der Map war allerdings auch der Grund dafür, dass sie später aus dem offiziellen Map-Pool von Counter-Strike genommen wurde. Denn vor allem Scharfschützen hatten einen großen Vorteil auf der weitläufigen Map. Auch Strategien und Taktiken waren auf Mansion nie so ausgefeilt wie auf anderen Maps. Mit der Beta 4.0 kam dann das Ende der klassischen CS Mansion Map. Magnus war darüber nicht enttäuscht, wie er mir sagte. Er hatte sich gefreut, dass seine Map überhaupt im Map-Pool von Counter-Strike war. Dazu hatte er damals auch keine Zeit, die Map zu überarbeiten und zu verbessern. Er gab allerdings sein Einverständnis dafür, dass andere Level-Designer CS Mansion verändern dürfen. Daraufhin wurden verschiedene Versionen von Mansion veröffentlicht. Die Remakes waren mal mehr und mal weniger populär. In der Beta 6.5 Version von Counter-Strike wurde dann CS Estate eingeführt, die auf dem Grundprinzip von CS Mansion basiert. Sie war aber deutlich moderner und detailreicher gestaltet. Magnus Lind hat damals übrigens kein Geld für seine Map bekommen. Das war aber auch normal.
Denn mit Mods konnte man im Jahr 1999 kein Geld verdienen, das hat er mir gesagt. Der Schwede hat anschließend keine Map mehr für Counter-Strike erstellt. Er hatte sich zwar überlegt, ein Szenario für den damals neuen Assassination-Spielmodus zu erstellen. Allerdings fielen ihm keine guten Ideen für eine Map ein. So blieb CS Mansion seine einzige Counter-Strike-Map. Aber ganz ehrlich, das reichte auch, denn für mich ist und bleibt die Map einfach Kult. Wie sieht es bei euch aus? An was könnt ihr euch noch erinnern? Schreibt gerne eure CS Mansion-Erlebnisse in die Kommentare.